Hallo und herzlich willkommen auf dem Stoffmieze YouTube-Kanal. Heute zeige ich euch, wie ihr dieses Zwettkleid ganz ohne Schnittmuster näht. Falls euch mein Video gefallen sollte, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, dann abonniert doch einfach kostenlos meinen Kanal. Weitere Videos und Nähanleitungen findet ihr unten in der Videobeschreibung. Jetzt aber erstmal viel Spaß bei diesem Video. Ihr benötigt wie immer eine Nähmaschine, dann eine Schneidematte, ein Quiltlineal zum Abmessen, Stecknadeln und Stoffklemmen zum Fixieren, ein Maßband, dann die Zwillingsnadel zum Säumen, ein Stift zum Aufzeichnen, den Rollschneider, ein Jersey-Stoff, ich habe hier einen schönen French Terry gewählt, und dann noch eine Vorlage. Das kann zum Beispiel ein Pullover sein, den ihr zum Beispiel nach unten hin verlängert, oder vielleicht schon ein vorhandenes Kleid, was euch ganz gut passt. Mein French Terry habe ich mir hier rechts auf rechts im Stoffbruch zusammengelegt. Die Vorlage habe ich mir ebenfalls in der Mitte bündig gefalten und an die Stoffkante gelegt und letztendlich mit Nähgewichten fixiert. Ihr könnt das aber auch gerne mit Stecknadeln machen. So, dann nehmen wir uns den Stift und zeichnen einmal die Konturen des Kleides nach. Und zwar erst einmal die Rückseite. So, wenn ihr hier unten angekommen seid, dann nehmt ihr euer Quiltlineal und zeichnet das Ganze dann noch 2 cm länger. Das ist dann sozusagen die Saumzugabe. So, wenn ihr das dann habt, dann schneidet ihr das Ganze mit einer Nahtzugabe von ca. 1 cm aus. Um die Nahtzugabe einzuzeichnen, gibt es einen kleinen Trick. Vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere noch nicht. Und zwar bindet man hier 2 Stifte, wie gezeigt, zusammen. Mit dem einen fährt man an der eben gezeichneten Linie entlang und der andere zeichnet dann sozusagen die Nahtzugabe ein. Und der Abstand der beiden Linien ist dann halt genau 1 cm. Ja. Und diese Nahtzugabe zeichnet ihr halt überall dort ein, wo halt genäht wird. Also hier an dieser Stelle. So, die Nahtzugabe ist jetzt überall eingezeichnet. Das ist halt eine schöne, schnelle Methode. Genau, dann solltet ihr euch immer noch aufschreiben, was ihr gerade abgepaust habt. Also in dem Fall halt das Rückenteil, genau, und vielleicht auch noch die Größe. Und genau das Gleiche macht ihr jetzt auch mit der Vorderseite des Kleides. So, als nächstes müssen wir dann den Ärmel abpausen. Hier habe ich mir auch 2 Stoffstücke rechts auf rechts übereinander gelegt und den vorderen Teil des Ärmels mit Nähgewichten fixiert. Ich mache hier nur einen 3/4 Arm, da ich mich leider beim Stoff etwas verkalkuliert habe. Genau, jetzt zeichne ich erstmal hier wieder die Konturen nach. Um die Armkugel einzuzeichnen, schlage ich hier alles einmal auf die andere Seite und zeichne dann auch entlang der Nahtkante. So, wenn ihr das habt, könnt ihr die Vorlage erstmal entfernen und dann solltet ihr euch wieder raufschreiben, was ihr gerade abgepaust habt. Also in diesem Fall ist das Vorderteil des Ärmels. So, das Rückteil des Ärmels legen wir jetzt auch genau an die eben gezeichnete Kante und genau, pausen das auch einmal ab. Für die Armkugel schlagen wir alles wieder um und zeichnen entlang der Nahtlinie. So, wenn ihr damit fertig seid, dann solltet ihr wieder das Ganze beschriften. In dem Fall ist das hier das Rückteil.
Anschließend muss auch hier eine Nahtzugabe von 1 cm eingezeichnet werden. Das könnt ihr wieder mit dem Stiftetrick wie vorhin machen. Des Weiteren benötigt ihr noch eine Saumzugabe hier unten von 2 cm, die ihr auch noch einzeichnen solltet. Genau, und dann wird das Ganze anschließend ausgeschnitten. So, ihr müsstet dann ein Vorderteil, ein Rückenteil und 2 Ärmel vorliegen haben. Die Ärmel können wir erstmal beiseite legen. Anschließend nehmen wir Vorder- und Rückenteil und legen dieses rechts auf rechts übereinander und fixieren das Ganze einmal mit Stoffklemmen. Wir nähen das Ganze nun hier an den Schultern zusammen. Ich verwende hierfür meine Overlock, ihr könnt aber auch gern die normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen dehnbaren Stich, wie zum Beispiel den Zickzackstich, einstellen. So, die Schultern sind nun zusammengenäht, jetzt geht's ans Ärmel annähen. Und zwar solltet ihr euch ja hier markiert haben, wo die Vorder- und wo die Rückseite des Ärmels ist, und dieses legt ihr entsprechend rechts auf euer Hauptteil. Hier fixiere ich zuerst die Mitte des Ärmels mit der Schulternaht. Anschließend fixiere ich mit Stecknadeln an den Seiten und dann nochmal zwischendrin. So, das Ganze wird dann wieder mit einem dehnbaren Stich angenäht. Ich verwende hierfür wieder meine Overlock-Maschine. Ganz analog steckt ihr dann auch den zweiten Ärmel an und näht auch diesen fest. So, die Ärmel sind nun angenäht. Hier unten bin ich noch mit meiner Overlock lang gegangen, genauso wie hier unten, und habe das versäubert. Das müsst ihr aber auch nicht unbedingt machen. So, jetzt machen wir Folgendes. Jetzt legen wir das Ganze einmal rechts auf rechts übereinander. So, zunächst einmal fixieren wir hier an den Ärmeln und dabei sollten wir darauf achten, dass halt Naht auf Naht liegt. Auf der anderen Seite macht ihr das ganz genauso. Erst wieder an der Achsel fixieren und dann an den anderen Stellen. So, wenn ihr das dann habt, dann näht ihr hier wieder mit einem dehnbaren Stich entlang. Ich nehme hierfür wieder meine Overlock-Maschine. Ihr könnt aber auch gerne die normale Nähmaschine nehmen und hier einfach einen Zickzackstich einstellen. So, wenn ihr das dann habt, dann sieht das Ganze ja schon mal aus wie ein Kleid. An dieser Stelle solltet ihr vielleicht auch schon mal probieren, ob euch das Teil passt oder ob ihr vielleicht noch Änderungen vornehmen müsst, wie zum Beispiel enger nähen. So, wenn dann alles sitzt, wie es sitzen soll, dann können wir hier den Halsausschnitt versäubern. Das mache ich mit einem Bündchen. Hierzu messe ich mir erstmal den Umfang aus. So. Das macht dann 58 cm. Diese 58 cm nehme ich mal 0,9, da mein Stoff halt nicht so stark dehnbar ist. So, das macht dann 52 cm in der Länge. So, für die Höhe des Bündchens nehme ich 6 cm. Also schneide ich mir einen Streifen zu, der eine Länge von 52 cm hat und eine Höhe von 6 cm. Des Weiteren muss ja unten an den Ärmeln und hier unten noch gesäumt werden. Diesen Bereich schlage ich mir um die Saumzugabe nach innen, das sind ja 2 cm. Genau, und säume das dann im Anschluss mit meiner Zwillingsnadel. So, ich habe mein Kleid jetzt auf rechts gewendet und wie gesagt, die Saumzugaben sind nach innen geschlagen und mit Stoffklemmen fixiert. Zum Säumen nehme ich dann wie gesagt die Zwillingsnadel. So, für den Halsausschnitt habe ich mir ein Rechteck zugeschnitten mit der Länge von 52 cm und der Höhe von 6 cm. Genau, aus dem gleichen Stoff wie mein Kleid ist. Dieses nähe ich jetzt erstmal hier, lege ich rechts auf rechts zusammen und nähe mit einem Gradstich das Ganze zusammen.
So, mein Kleid ist jetzt hier schon fertig gesäumt. Das Bündchen habe ich bereits an den Halsausschnitt angebracht. Hierzu habe ich Bündchen und Halsausschnitt in gleich große Abschnitte eingeteilt und mir Knipse gesetzt. Anschließend habe ich das Ganze dann ringsherum mit mehreren Stecknadeln fixiert. So, nun wird das Bündchen leicht gedehnt angenäht. Hier bitte nur das Bündchen dehnen und nicht das Kleid. Ich verwende hierfür meine normale Nähmaschine und versäubere dann mit der Overlock. Das Bündchen ist nun fertig angenäht. Ich habe das Ganze auch nochmal mit der Overlock versäubert. Was ich jetzt noch mache, ist hier ringsherum die Nahtzugabe nochmal mit einem Gradstich absteppen. Das sieht dann noch besser aus. So, dann ist das Kleid auch schon fertig. Ich habe das Ganze hier noch mit einem Gürtel kombiniert. Ja, sieht doch ganz gut aus, oder? Falls euch mein Video gefallen hat, dann freue ich mich riesig über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr mehr von mir sehen wollt, ihr wisst ja, dann abonniert kostenlos meinen Kanal. Falls es Fragen oder Anregungen gibt, dann schreibt das mir gerne in die Kommentare. Bis zum nächsten Video. Eure Stoff Mieze.